Heizung ausgefallen? Was nun? Dieser Frage gehen wir heute natürlich nach, weil gerade in Österreich und auch in Deutschland mittlerweile sehr, sehr kalt ist, also auch im Norden von Deutschland. Also hat es momentan extreme Minustemperaturen und das geht also bis in den Süden runter. Und das ist aber jetzt genau die Frage, was macht man, wenn die Heizung bei so einer Temperaturen ausfällt? Das ist heute das Thema. Herzlich willkommen im neuen Video. Und ja, die momentane Situation kennen viele. Es ist richtig kalt und kalt heißt natürlich auch viel heizen. Das ist das eine, aber viele Heizungen fallen bei solchen Temperaturen komplett aus. Also in ganz Österreich haben wir derzeit Temperaturen so zwischen minus 10, minus 15 Grad. Das geht aber in Teilen von Oberösterreich zum Beispiel auch bis minus 30 Grad derzeit. Und im Norden von Deutschland, Kunden von uns, liebe Grüße in den Norden, die haben uns sogar gesagt, sie haben derzeit 14 Grad minus. Komplett unnatürlich. Und das ist aber jetzt auch auf der anderen Seite heute genau der Grund, warum ich das Video mache, weil viele Kunden haben uns jetzt kontaktiert, dass zum Beispiel auch Wärmepumpen ausgefallen sind, dass Wärmepumpen komplett vereist sind, dass sie bei diesen Temperaturen gar nicht mehr verwendbar sind. Und da gibt es jetzt auch zu diesem Thema, gerade aktuell, ein großes Thema in Berlin mit dem Stromausfall. Und das führt halt genau zu diesen Folgeerscheinungen und diese Folgeerscheinungen sind krass. Und wenn euch eine Zentralheizung ausfällt, dann ist immer das ganze Haus kalt oder die ganze Wohnung kalt oder mehrere Parteien von einer Wohnung oder von einem Wohngebäude kalt. Was tut man da an? Dann wird es kritisch, weil was für eine Heizung kriegst du um diese Jahreszeit schnell wieder repariert? Habt ihr schon einmal einen Techniker geholt im tiefsten Winter, wie lange ihr darauf wartet oder was ihr in der Zeit eigentlich für so eine Diagnose oder heute geschweige eine Reparatur, was das derzeit kostet? Wartung und Verschleiß ist doch genauso ein richtiges Thema. Aber wenn es so kalt ist, kann ich eins sagen, dann ist halt der Wärmepumpen nichts mit COP 3, 4 oder 5. Kompletter Schwachsinn. Und reden wir heute von einer 100%igen Stromheizung. Wir reden heute aber das Gleiche auch bei Pellets oder bei Hochschnittsanlagen, die was heute an die Grenzen der Möglichkeit kommen. Sehr, sehr oft höre ich von Kunden, ja, die Schnecken ausgefallen, die Förderungen ausgefallen, Stellmotoren ausgefallen. Das sind genau diese Faktoren, die was genau da die Rolle spielen. Und deswegen, warum holt euch nicht dazu als Infrarotheizung? Egal, ob ich jetzt einen Raum beheizen will oder ihr überlegt, vielleicht einmal das ganze Haus umzustellen, haben jetzt gerade aktuell viele Kunden gemacht. Die haben sich bei uns ganz schnell jetzt ein Panel bestellt. Dadurch, dass wir alles lagernd haben, können wir schnell liefern. Aber warum ist das so effizient? Weil Celsius-Infrarotheizung keine Lufterwärmung ist, sondern weil wir auf 12 Meter Raumtiefe eine sogenannte Reflexion und Rückreflexion von den Bauteilen erzielen. Damit werden alle Oberflächen gleichmäßig warm und dann kommt nämlich der Überhammer. Ist einmal 3 Tage ein Stromausfall und ihr habt zum Beispiel in die Wand eure 22, 23 Grad aufgebaut und die Möbel sind genauso warm und der Boden ist genauso warm. Dann kann ruhig einmal Stromausfall sein. Ihr werdet tagelang brauchen, bis ihr in dem Raum drinnen kalt habt. Das ist der große Unterschied zu jeder Zentralheizung, zu jedem Heizofen, zu jeder normalen Elektroheizung und dazu viele Infrarotheizkörper. Weil sobald die Luft erwärmt, müsst ihr euch im Klaren sein, wenn ich die Energie zur Lufterwärmung wegnehme, egal ob das eine Fußbodenheizung, eine Wandheizung, ein Heizkörper, ob es jetzt wasserführend ist oder über Strom gemacht ist, es ist immer dasselbe. Es ist eine warme Luft. Und wenn die warme Luft auskühlt und die kühlt ganz rasch aus, dann sitzt ihr in einem kalten Haus, in einer kalten Wohnung. Und wenn noch richtig zum Beispiel so Sachen dazu kommen wie großflächige Stromausfälle, die was mehrere Tage, Wochen zum Beispiel andauern, dann gibt es ein ernsthaftes Problem. Bei Celsius überhaupt nicht. Wir haben viele, viele Kunden in die Gebirge, die was diese Situation mit Stromausfall, Straßenwegkrisen, Lawinen etc., die kennen das aus der Praxis. Und was passiert noch? Genau das eine. Man kauft sich einen kleinen Strominverter oder man hat eine kleine PV, zum Beispiel bei Wohnungen mit einem kleinen Speicher dazu. Und schon läuft das ganze Ding, weil über mein Sohn kriege ich meinen Strom und im Worst Case mache ich es mit einem kleinen Inverter. Das ist ein Stromaggregat mit einem sauberen Strom, um das Ganze kurz auszudeutschen. Und damit kann ich heute mit einem kleinen Gerät, das ist so groß, kann ich heute locker
hätte ein ganzes Haus mit 200 Quadratmetern mit geschwind einem Verlängerungskabel mein Haus beheizen, weil die Celsius-Heizung ist steckerfertig, die stecke ich zusammen, die Computer sind immer drauf und wenn ihr die Paneele zum Beispiel installiert habt und sagst, es kommt jetzt einmal irgendwann zu so einer Situation und ich habe keine Photovoltaik und gar nichts, dann geht im Baumarkt, holt euch so einen Inverter, bitte kein normales Stromaggregat, weil die Stromaggregate haben viel mehr Volt. Und eben diese Schwankungen, das ist nicht gut, das würde jedem Gerät schaden. Also man nimmt einen Inverter, der hat da im Prinzip einen sauberen Strom mit 230 Volt, 50 Hertz. Da senkt man einen Computer und so Sachen an und da kann sich ja Celsius-Paneele zuhängen, problemlos. Und dann kann ich heute mit dem kleinsten Aufwand heute mein Haus, meine Wohnung, was auch immer, versorgen. Auch wenn ein kompletter Stromausfall wäre, das Ganze zusammenbricht. Und wenn jetzt eine Heizung ausgefallen ist, dann könnt Sie heute ganz einfach bei uns eine Celsius Infrarotheizung bestellen. Ihr könnt aber jederzeit ein ganzes Haus umstellen. Wir haben die Sachen alle lagernd. Und ihr könnt dann entscheiden, will ich jetzt eine Digitalsteuerung oder will ich unsere Wi-Fi-Steuertechnik mit der App-Funktion, wo ich einen Stromverbraucher drauf habe und wo ich auch noch an diese Updates automatisch lohnt. Und dann gibt es keine Wartung und keinen Verschleiß mehr, weil Celsius ist auslegt auf 30 bis 40 Jahre wartungsfrei. Rechnet jetzt einmal durch, was euch das Kosten erspart. Und da habe ich schon viele Videos dazu gemacht. Aber geht's jetzt auf www.infrarotheizung.at, geht's in den Shop und holt euch euer Celsius Infrarotheizung. Und ihr werdet zufrieden sein. Und jeder, der was jetzt kalt hat oder vielleicht auch die Heizung zu wenig dimensioniert ist, holt euch eine mobile Infrarotheizung. Die könnt ihr genauso bestellen als digital oder als Wi-Fi-System auf Stellfiers, dass ihr es einfach flexibel verwenden kann. Und ja, schaut rein auf unserer Homepage, tut uns liken, tut uns abonnieren und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Viert euch!